Viele, die sich mit verborgenen Kräften und geheimnisvollen Energien befassen, meinen es gut und möchten anderen helfen. Nicht so der Angelo Nero. Er hat sich schon früh zu allem Düsteren und Okkulten hingezogen gefühlt. Heute ist er aus der Szene draus. Mit seinen Büchern möchte er anderen einen Einblick geben in das, was er erlebt hat. Ich schreibe meine Geschichten mit Federn und Tinte in ein Notizbuch, einfach weil, wenn ich jetzt am Computer sitze vor einem Bildschirm und einfach tippe, dann läuft das jetzt von der Inspiration her nicht so, wie wenn ich das wirklich mit einer Feder auf Papier schreibe. Das Böse hat mich eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert. Und ich denke, die Wurzeln liegen in der Kindheit, durch das, dass ich sehr viel Mobbing erlebt habe. Dann wollte ich wie auch so ein bisschen die Autorität, die Kraft, die Stärke haben, die halt eben gerade vor allem die bösen Figuren in den Geschichten und in den Filmen so ein bisschen halt ausstrahlen. Also bei mir war es dann eigentlich so, dass ich da Kontakt gesucht habe zu Wesenheiten, Dämonen, Geister etc. Und das habe ich dann auch in einer sehr personifizierten Art und Weise habe ich das so auch erlebt. Aufgewachsen ist Angelo Nero am Zürichsee in einer christlichen Familie. Von seinen Kollegen wird er oft gehänselt. Hier auf dem Schulweg ist es nicht selten vorgekommen, dass ich da irgendwo im Bach gelandet bin. Ich musste Prügel einstecken. Es ist nicht selten vorgekommen, dass ich mit einem blauen Auge heimgekommen bin oder mit verrissenen Jacken oder irgendetwas. Angelo fühlt sich mit seinen Sorgen allein. Als dann noch ein familiärer Schicksalsschlag dazukommt, wird ihm alles zu viel. Ich war dann in der Oberstufe, wo meine Schwester an Lungenkrebs erkrankt ist. Und ja, wir haben für sie gebetet, meine ganze Familie, viele andere. Und ich habe dann schon erwartet, dass Gott etwas macht. Aber es ist dann anders gekommen, sie ist gestorben. Und das war dann das letzte Tröpfchen, das es für mich noch gebraucht hat. Und da habe ich mich dann ganz bewusst von Gott abgewendet. In seiner Wut und seinem Schmerz malt Angelo damals dieses Bild. Sein Interesse für das Übersinnliche wurde allerdings schon früher geweckt. Ich habe schon sehr früh angefangen, mich eben für Okkultismus zu interessieren und so. Dann irgendwann habe ich dann einfach mal gefunden, hey, komm, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte mal schauen, funktioniert das wirklich. Bin am Anfang noch sehr skeptisch gewesen. Und wo dann das halt eben mit den Tarotkarten auf Anhieb so funktioniert hat, dann hat mich das natürlich dann wahnsinnig gepackt. Angefangen habe ich dann eben mit dem Kartenlegen, Pendeln und einfach so ein bisschen das harmlose Zeug, sage ich jetzt einmal. Und durch das, dass ich ja mehr wollte, ich habe Macht wollte, ich habe Einfluss wollte, ist dann es hat keinen Grund mehr gegeben für mich, warum ich mich jetzt da nicht auf einmal auch mit ein bisschen schwarzer Magie, mit Voodoo auseinandersetzen. Und dann ist der Satanismus dann auch nicht mehr weit weg gewesen. Das ist meine berüchtigte schwarze Kiste. Die habe ich früher verwendet als Altar und als Aufbewahrungsort für meine Ritualgegenstände, meine Grimoires und alles, was ich so gebraucht habe. Heute hat die Kiste eine andere Bedeutung. Dort drin bewahre ich all meine Manuskripte von den Büchern auf. Einfach alles, was irgendwie mit den Büchern zu tun hat, ist jetzt in diesem Koffer drin. Angelos Eltern sind gläubige Christen. Für sie war es schwer, die Entwicklung ihres Sohnes mit ansehen zu müssen. Was sind wir am Basteln? Das Haus. Ja, es war hart, weil wir gesehen haben, wie er sich verändert hat. Er ist schier depressiv geworden. Seine Augen waren tot. Und er hat gegen aussen sehr hart gewirkt. Ich hatte immer Angst, dass es in einem Selbstmord endet. Und das war mein Gebet an Gott. Ich habe gesagt, lass das bitte nicht zu, das würde ich nicht verkraften. Doch Angelo befasst sich immer intensiver mit okkulten Praktiken. An diesem Weiher hat er oft seine nächtlichen Rituale durchgeführt. Ich habe einen Pakt mit Satan geschlossen. Ich habe schriftlich festgehalten, was ich erwarte. Ich habe schriftlich festgehalten, was er dafür bekommt. Und habe dann in einem Ritual habe ich ihm buchstäblich meine Seele verkauft.
Die Rituale, die ich durchgeführt habe, das sind selten gut gemeinte Rituale. In der Regel ist es darum gegangen, jemanden zu verfluchen, einen Fluch über sein Leben zu sprechen oder über seine Gesundheit. Eigentlich in der Regel immer etwas Zerstörerisches. Er will mehr und sucht den Kontakt zu anderen Satanisten. In meinem Leben hat sich sehr viel um Anerkennung gedreht und ich wollte einen Rang haben. Ich wollte eigentlich das Höchstmögliche erreichen, was man erreichen kann. Ich wollte ein Hexenmeister werden und das habe ich schlussendlich dann bekommen. Ja. An einem Abend will Angelo seinen besten Freund mit einem Fluch belegen, weil dieser ihm eine Frau ausgespannt hat. Mitten in dem Ritual wird ihm plötzlich bewusst, was er tut. Als ich das Ritual abbrechen wollte, habe ich gemerkt, dass mir alles aus den Fingern gleitet. Ich habe gespürt, dass ich Kontrolle verliere über die Mächte, über die Wesenheiten, die ich beschworen habe und wie sich die angefangen haben, gegen mich zu richten. Man muss sich das vorstellen, es war so wie eine Schwärze, die sich um mich herum angefangen zu sammeln. So habe ich das empfunden. Und ich habe Augen gesehen im Gebüsch und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also das ist ein personifiziertes Böse, das sich da mir genähert hat. Ich habe meine Kiste gepackt, bin durch den Wald gerannt, quer, einfach mal richtig zu meinem Auto. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendetwas hinter mir her. Ich habe mal hinterher geschaut und habe dort Schatten gesehen, sich bewegen. Ich hatte so eine furchtbare Panik, wie ich das noch nie in meinem Leben erlebt habe. Dann fährt er an. Anfahren kann man nicht sagen, mit quietschenden Reifen. Auf einmal macht es Peng, er hat das Mäuerchen gestreift, die Türen geschletzt und dann ist er aufgepoltert, die Stege. Und dann war ein Moment Ruhe und ich hatte Panik. Ich hatte wahnsinnig Angst in diesem Moment. Ich hatte nie Angst vorher, aber da hatte ich Angst. Ich hatte definitiv das Gefühl, dass er in Not ist. Und zwar massiv. Und doch habe ich genau gewusst, ich darf jetzt nicht zu einem gehen. Ich muss ihn jetzt in dem hinein sein lassen. Und das ist eigentlich mir dann auch unwahrscheinlich schwer gefallen. Hallo. Dieses Erlebnis ist nun rund 15 Jahre her. Heute ist Angelo nicht mehr in der Szene drin. Er ist verlobt mit Selina. Im Sommer werden die beiden heiraten. Die Leidenschaft für Fantasy ist geblieben. Selina gestaltet die Buchcovers für seine Romane. Also als ich dann das Erlebnis am Waldweiher hatte, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich all das, was ich mir eingeredet habe, ich unter Kontrolle, dass ich das gar nie unter Kontrolle hatte. Und dort habe ich dann wirklich gemerkt, jetzt muss ich etwas ändern. So kann es nicht mehr weitergehen. Es hat mich immer weiter und weiter abgezogen. Und ja, es hat mich langsam von innen durch kaputt gemacht. Hast du noch etwas gehabt beim anderen? Mein erster Impuls war dann dort, ich rühre einfach alles auf den Haufen und verbrenne es. Aus den Augen, aus dem Sinn. So ein bisschen in dem Sinn. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann das Gefühl, jetzt ist es gut, jetzt ist es fertig. Doch so schnell wird er seine Geister nicht los. In dieser Zeit hatte ich einen Traum, wie man dem auch immer sagen will, wo mir Satan erschienen ist. Und er hat mir dort gesagt, wir zwei haben einen Pakt und du kommst von mir nicht los. Und als ich dann dort verwacht bin, schweißgebadet, da habe ich wirklich gewusst, so wie ich es jetzt versucht habe, so funktioniert es nicht. Bereits nach wenigen Wochen packt es ihn wieder. Ich habe wieder mit allem angefangen. Wieder mit den Tarotkarten, wieder mit dem Pendeln, mit allem drum und dran. Und es ist noch schlimmer geworden als voran. Ja. Erfüllt hat es mich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, es hat mich eigentlich leer gesaugt, noch mehr emotional, psychisch. Und es hat mich von innen her abgetötet, könnte man sagen. Den Tiefpunkt habe ich erreicht, als ich einmal durch die Gasse gelaufen bin und mich dort in einem Schaufensterspiegel gesehen habe. Ich habe in ausdruckslose Augen geschaut, in ein Gesicht, das einfach nur noch wie eine Maske ausgesehen hat. Und
ja, ich hatte dort effektiv nichts mehr Gefühl gehabt und ich habe gewusst, das ist jetzt wirklich der Tiefpunkt, der seelische Tod, den ich erreicht habe, könnte man sagen. In seiner Verzweiflung sieht Angelo keinen Ausweg mehr. Er will sich das Leben nehmen. In dem Moment, wo alles zerbrochen ist, mein Wille und vor allem aber auch mein Stolz, da habe ich mich wieder auf Gott besonnen. Ich bin dann auf meine Knie gefallen und habe in den Himmel geschrien: Gott, wenn du da bist und noch irgendetwas mit meinem Leben machen kannst, dann mach etwas. Egal was, aber mach etwas. Und passiert ist gar nichts. Kein Licht vom Himmel, keine Stimme vom Himmel, einfach gar nichts. Und ich habe wieder mal gedacht, ja, merci vielmals, ist wieder mal typisch. Wenige Tage später geschieht doch etwas. Ein alter Freund lädt Angelo völlig unerwartet in ein christliches Pfingstcamp nach Südfrankreich ein. Widerwillig sagt Angelo zu. Ja, tipptopp, mal. Ich wollte nicht mitgehen. Und ich habe mir überlegt, was muss ich machen, damit die mich nicht dabei haben wollen. Damit eben nicht ich der bin, der sich drückt. Ja, er war halt speziell angezogen, oder? So schwarz, dunkel, mit so einem Kreuz umdrehen und so Zeug, Totenkopf-Sachen. Und sehr dark. Du bist aber intensiv dran, ja. Die letzte habe ich Fotos bei mir angeschaut und nachher sind mir Fotos aufgetaucht von Pfingstreet. Nein, ja, vor 15 Jahren dort, ja. Ich habe eigentlich gar nicht mitbekommen, dass dort jemand gefotografiert hat. Ja, genau, ja, gut, das ist die Villa. Es haben noch ein paar Fotos gemacht, gell? Ich halt einfach mit meiner Digital. Bis dahin habe ich Christen vor allem so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger gekannt oder mit zeigendem Zeigefinger. Und in diesem Lager habe ich das einfach mal ein bisschen ganz von einer anderen Seite kennenlernen. Es war locker. Wir hatten Spass miteinander, ohne dass mich da irgendeiner hätte bekehren oder so. Das ist nicht Wahnsinn. Ja, du bist immer ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich kann nicht. Ja. Nach dem Camp lässt sich Angelo zu einem Gottesdienst überreden. Während dem Gottesdienst zeigt auf einmal der Pastor mit dem Finger auf mich und sagt so etwas wie: Auch dir kann vergeben werden, auch du kannst ein neues Leben anfangen. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich aufgestanden bin und einfach mal aus dieser Kirche geflohen bin. Mein Kollege, der mich dort eingeladen hat, der ist dann mir nachgerannt, der ist mitgekommen. Und dann draussen habe ich das erste Mal so ein bisschen den ganzen Frust von der Seele geredet. Und irgendwann sagt er dann einfach so etwas wie: Hey, ich glaube, jetzt ist der Moment da, wo du dein Leben Jesus übergeben sollst. Und ich habe gewusst, er hat recht, jetzt ist der Moment da. Und das habe ich dann auch gemacht, an diesem Abend. Seither hat sich vieles verändert. Angelo arbeitet als Schiffsführer bei der Zürichseefähre. Seine dunkle Seite hat er abgelegt. Mit okkulten Praktiken hat er nichts mehr zu tun. Also ein Grund, warum es dann eben mit Jesus funktioniert hat, das war sicher durch das, dass ich dort einen ganz neuen Sinn in meinem Leben bekommen habe. Und es hat sich nicht mehr alles einfach nur um die Vergeltung, um die Rache gedreht, um das Negative, sondern ich konnte lernen zu vergeben. Das war eigentlich schon mal etwas ganz anderes, was ich vorher nicht hatte. Und durch das habe ich auch die Macht, die ich früher haben wollte, habe ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Was am Anfang dann sicher anders geworden ist, ich habe einen anderen Kollegenkreis aufbauen. Ich habe einfach einen ganz klaren Schnitt gebraucht. Und ich habe eine Zeit lang habe ich mich dann auch nur noch weiss angelegt. Und das hat alles einfach das hat es gebraucht, damit ich Distanz schaffen konnte, eine emotionale Distanz zu früher. Heute trage ich wieder eher dunkle Kleidung, eher wieder schwarz hauptsächlich. Der Grund ist einfach, es gefällt mir halt einfach. Verstanden, wir fahren. Also wenn ich zurückschaue, die Sachen, die ich erlebt habe, ich glaube nicht, dass das einfach nur eine Spinnerei war. Definitiv nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es da Mächte gibt, die wir jetzt einfach so mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Und ich weiss, dass es nicht harmlos ist, aber ich weiss auch durch das, was ich alles erlebt habe, Gott ist grösser.